Hier ist Dortmund. BVB TV präsentiert euch Ausgabe 101 des Feiertagsmagazins. Am Mikrofon euer Nobby Dickel. Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey, dazu Double-Derby-Sieger bei den Junioren und ein Heimspiel im DFB-Pokal. Ach, was für ein geiles Wochenende. Und das, obwohl wir in dieser Sekunde der Sendung gegen Leipzig schon 0:1 hinten gelegen haben. Verrückt, ne? Aber das ist vorbei. Wir geben jetzt Vollgas, wie es sich für einen Spitzenreiter gehört. Morgen geht es nach Hannover in eine Stadt, an die mein heutiger Studiogast schöne Erinnerungen hat. 26. April 2008. In Hannover läuft die 66. Spielminute. Boah, Vladi, nicht schlecht. Super Tor. Aber was für ein Polish Frisur. Ja. Aber geiles Tor. Also vor 10 Jahren. Der Treffer zum 2:2 Endstand. Das erste Bundesligator von Piszczuk. Er ist sehr geschickt vor dem Tor. Das ist nicht ist kein Zufall. Er war vor allem Stürmer vorher. Bis Lucien Favre ihn in einem Testspiel hinten rechts einsetzt. Wir haben alle zusammen, Co-Trainer und ich zusammen gesehen. Nicht schlecht. Es war eine Überraschung für uns. Und die Fußballwelt hatte einen neuen Rechtsverteidiger. Heute allerdings auf der ungewohnten linken Seite von Nobby. Herzlich willkommen, Łukasz Piszczek. Ja, und ich freue mich natürlich, dass du heute hier bist, Lukas. Du musst selbst noch ein bisschen schmunzeln, wenn du das siehst. Ja. Oder lachst du ein bisschen darüber, was die Kollegen gesagt haben? Ja, über das Frisur, das stimmt. Aber ja, es war eine tolle Zeit damals für mich auch. Unter auch Trainer Lucien Favre bei Hertha. Und dieses Tor habe ich immer noch im Kopf, weil das war mein erstes Tor in Bundesliga. Ich glaube, das vergisst man nie. Nee. Jetzt habe ich aber noch eine Frage zunächst. Warum nennt dich Schmelle Vladi? Vladi. Das ist eine von Polen. Er hat, denke ich, einen Bekannten, der heißt Władysław oder so. Und der war eine Verkürzung von dem Namen Vladi. Er nennt mich so jetzt seit ein paar Jahren schon. Ja. Er sagt einfach Vladi immer zu dir. Ja. Jetzt hast du ja mit ein bisschen Abstand das Tor noch mal gesehen. Was sagst du zu dem Treffer? Ja, nicht schlecht gemacht, wie der Trainer gesagt hat. Oder Schmelle. Es war ein bisschen abgefälscht noch von Abwehrspielern. Damals haben wir noch gespielt mit den gleichen Bälle, welche jetzt spielen, wie mit Derbys da. Also Samstag, Freitag wird spannend. Piszczuk kündigt ein Tor an. Ey, wie cool ist das denn? Nicht schlecht. Nee, so weit bin ich nicht. Aber es wird interessant. Ja, in einem Beitrag ist es auch kurz angeklungen. Der Trainer hat gesagt, er hat dich umfunktioniert vom offensiven Stürmer zum Verteidiger. Und bevor ich dich gleich noch einmal natürlich dazu befrage, hören wir noch einmal Lucien Favre. Er war nicht überzeugt, du bist ein Stürmer und plötzlich man sagt dir, du musst Rechtsverteidiger spielen. Und das ist klar, das verstehe ich auch. Und er war nicht begeistert und peu à peu hat verstanden, das ist für ihn vielleicht sehr gut für seine Karriere. Ja, schon verrückt. 10 Jahre ist das jetzt her. Was denkst du nach so vielen Jahren, wie wäre denn deine Karriere verlaufen, wenn du Stürmer geblieben wärst? Ja, wahrscheinlich würde ich jetzt in meinem Verein LKS Gorzałkowice spielen. Mit 33. Also, das war schon ein Volltreffer mit dieser Entscheidung. Das war natürlich, wie der Trainer sagt, nicht leicht damals für mich. Ich wollte immer offensiv spielen und ich denke, nach einer Saison, wo wir Abendessen haben zusammen, die ganze Mannschaft, habe ich zum Trainer gesagt, Trainer, ich habe 8 Spiele gemacht, jetzt Rechtsverteidiger, aber nächste Saison spiele ich wieder vorne. Na, ehrlich? Er hat gesagt, ja, mal sehen. Und ja, da habe ich wieder den Rechtsverteidiger gespielt. Aber das ganz klar war aber erstmal, wenn ich nach Borussia gewechselt bin, weil damals Trainer Klopp hat zu mir gesagt, wir möchten dich haben,
aber nur als Rechtsverteidiger. Und Spätestens da wusstest du, Ja. dass deine Karriere als rechter Genau. Außenstürmer endgültig beendet ist. Ne? Genau. Früher habe ich immer noch eine Hoffnung gehabt, dass vielleicht noch ein bisschen nach vorne geht, aber ne, da war schon Schluss. Und wie man sieht durch die Jahre, dann war das eine gute Entscheidung. Sehr gute Entscheidung. 33 Jahre alt, wie viele Spiele hast du gemacht? Einfach genau die richtige Entscheidung getroffen. Besser kann man nicht treffen. Ja, es ist ein neues Jahr jetzt. Gibt es natürlich auch hier bei BVB TV was Neues. Wir haben den Videobeweis hier neu in unserer Sendung. Und ich bitte dich, die folgende Szene dir anzuschauen und dann bitte mir zu erklären. Ah. Bist du? Was ist das? Ja, Marco lacht über meine Muskulatur und so, und deswegen habe ich bei ihm ein bisschen getestet. Ja, das war eher 75C oder so. Ja, das weiß ich nicht. Was ist das alles? Ja, das war's. Nichts mehr zu sagen. Aber super, das ist doch schön. Trotzdem ist es auch schön, wenn ihr so einen Spaß habt. Ja, jetzt kennst ja nicht nur du Lucien Favre als Trainer, sondern Marco Reus kennt den auch schon von Gladbach und er schwärmt von ihm als Trainer. Du auch. Was zeichnet ihn denn aus? Also das sieht man die erste Woche, welche Trainer unter Trainer, dass er schon viel Taktik macht, und das denke ich, das hilft uns als Mannschaft, weil das hat man jetzt auch gegen Leipzig gesehen, dass wir schon fast stabil gestanden haben auf dem Platz. Das sehe ich genauso, muss ich auch sagen. Und auch defensiv meine ich, weil letztes Jahr war leider nicht so, und wir hoffen alle, dass es wird sich weiter so entwickeln, dass wir sehr stabil in Defensiv sind und können guter Konter aufsetzen oder auch die Standards machen. Lass uns jetzt noch ein bisschen sportlich werden. Wir gucken noch mal ein bisschen zurück auf das Spiel gegen Leipzig, und das machen wir gemeinsam mit den beiden Jungs, die wir eben schon gesehen haben. Das ist eigentlich ein unglaubliches Tor von Mo. Ja, alleine, warte. Jetzt. Das ist nie einfach. Ja, Aber auch gut von dir. danke. Aber als ich gesehen habe, dass Mo zum Kopfball geht, dachte ich eigentlich, ach Mist, wieder zurücksprinten. Aber so, das war wichtig, wirklich. Ich glaube auch für Roman war es ganz, ganz wichtig. Ein geiles Spiel gestern gemacht. Ja, aber es ist ein Job auch. Nein, er hat es sehr gut gemacht, ehrlich. Ich hatte das eigentlich im Tor gesehen. Es Ich war sicher, es ist ein Tor für mich. Das Aber war wie ein Schuss eigentlich, der Kopfball. Aber super gehalten auch, muss man sagen. Der dann, Axel, komm. Zelebrieren mit mir. Das ist scheißegal. Ich laufe alleine. Man muss zwar nicht so fliegen, ne, sondern man kann auch einfach stehen wie Roman. Aber Sieht geil aus von Roman. Das ist super gemacht. Für die Zuschauer. Ja, fachkundiger Kommentar von deinen Kollegen, oder? Ja, du musst Angst langsam haben. Wobei du als 33-Jähriger, du kannst da natürlich Nee. locker drüber wegschauen. Ja, jetzt mit ein paar Tagen Abstand. Erstes Spiel ist gespielt. Was war gut, was war schlecht? Wo gibt es noch Verbesserungspotenzial? Ja, auf jeden Fall die erste Viertelstunde, wo Leipzig uns unter Druck setzt, und da konnten wir nicht so gut umgehen mit dieser Situation. Da müssen wir besser vorbereiten sein, auf jeden Fall in den nächsten Spielen für so einen Fall. Und ja, dann die paar defensive Aktionen, wo wir noch die Leipziger durchgelassen haben, aber die haben das auch gut gespielt. Ne? Ja, muss man auch sagen. Ist ja jetzt auch keine schlechte Mannschaft. Ne? Genau. Also 4-1 zu gewinnen ist schon toll. Jetzt geht's morgen nach Hannover 96. Weißt du eigentlich, wann du das letzte Mal in Hannover gespielt hast? Ich denke, das war... Wenn du so lange überlegst, Ja, ist das schon schon lange. richtig, weil es ist schon lange her. Das ist schon vor 3 Jahren.
Vor über 4 Jahren. Ach ja. Die letzten 3 Auswärtsspiele hast du jeweils verletzungsbedingt gefehlt. Also Glück gehabt. sei ganz vorsichtig. Ne? Jetzt gibt es wieder was Neues. Das heißt Dönekes mit Fritz. Fritz Hat nichts zu tun mehr bei uns und jetzt macht er was. so ähnlich. Fritz liest uns Geschichten vor über unseren kommenden Gegner, also über Hannover 96. Die sind wahr oder unwahr. Das wissen wir nicht. Es gibt die beliebten Karten. Gelb ist wahr, wenn du die Geschichte glaubst. Oder wenn du glaubst, die Geschichte ist nicht wahr, gibt es natürlich die schwarze Karte. Und ich bin mal gespannt, was die Jungs sich diesmal haben einfallen lassen. Ja, Hannover 96 wurde 1954 im Jahr unseres ersten WM-Titels deutscher Meister und gewann gegen den 1. FC Kaiserslautern, der 5 Weltmeister in seinen Reihen hatte, 5:1. Unglaublich, tolle Geschichte. Ja, 3, 2, 1. Beide gleich. Ja, die Geschichte ist wahr. Hannover 96 wurde 1954 deutscher Meister durch einen 5:1 Sieg gegen Kaiserslautern. Waren die deutsche Meister? Wie viel war? 54, da war ich noch nicht geboren. Ja, Hannover 96 begrüßt uns zum Heimspiel dort mit einer neuen Einlaufmusik. Die Scorpions aus Hannover werden A Wind of Change dort abspielen. Also für mich ist das einfach zu langweilig. 3, 2, 1. Ja, toller Titel, aber die Geschichte ist nicht wahr. 1-1. Jetzt kommt es drauf an. Ich war 3 Jahre nicht mehr da, aber das habe ich immer noch gemerkt. Das ist zu langsam. The Wind of Change. Ja, Hannover ist für uns das Stichwort. 1965 wurden wir dort erstmals deutscher Pokalsieger durch ein 2:0 gegen Alemannia Aachen. Und Spielführer Aki Schmidt erhielt den damals neu kreierten DFB-Pokal, der heute auch noch gültig ist. Erzähl doch mal. 3, 2, 1. Ja, in der Tat, die Geschichte ist wahr. Heinrich Lübke, der damalige Bundespräsident, überreichte an unseren Aki diesen wunderschönen Pokal. Ja, wir 2:2. getippt. Jedes Mal haben wir das Gleiche getippt. Warum hast du geguckt, meine Karte? Brüder im Geiste. Ich gratuliere dir, du hast nicht verloren gegen mich. Glückwunsch an dich. Ja, wir schauen jetzt mal auf den Gesamtstand. 4:2. Lukas hat sich direkt beschwert. Ja, Mario hat Ja. Freiburg. Ja, du hast schon stark gespielt, muss ich wirklich sagen. Also 2 Punkte von 3 ist nicht schlecht, denke ich. letztes Jahr haben wir hier mal Bilder gemacht. Dieses Jahr gibt es was anderes, was ganz Tolles. Und zwar bringen die Gäste immer ein Geschenk mit, welches wir auf der Internetplattform beim BVB versteigern unter Auktion. Das ist das Trikot von Leipzig-Spiel, ja. Wow! Also ein richtig tolles Präsent, Originaltrikot von Lukas Piszczek vom Spiel gegen Leipzig. Ja, da passt er rein. Das sieht man mal, Fußballer sind doch nicht so stabil groß, wie man immer glaubt. Ja, wir sind fast am Ende, aber es sei gestattet, noch einen Hinweis zu geben. Also in 2 Wochen geht es gegen Frankfurt, Heimspiel, ganz klar. Aber nächste Woche Freitag geht es zum Heimspiel von Roman Weidenfeller. Und der trainiert richtig viel und fleißig. Sehr gut. Besser kann man ihn nicht schießen. Entschuldigung, Roman, was machst du hier? Ja, natürlich, Elfmeter üben. Aber solltest du dann nicht eher in das Tor?
Eigentlich schon, aber ihr wisst ja auch, dass Jens Lehmann da ist beim Abschiedsspiel und der hält halt eben auch ganz gerne mal beim Abschiedsspiel einen Elfmeter. Dementsprechend muss ich mich jetzt vorbereiten, dass ich jedes Ding wirklich reinzimmer. Also du denkst, so ein Tor möchtest du dann auch noch machen, ne? Ja, klar, ist doch normal. Beim Abschiedsspiel muss das Ding einfach reinhauen. Unter die Latte. Wie sieht es denn jetzt aus? Ist es nicht mehr lange hin? Vorfreude, Aufregung, wie sieht es bei dir aus? Von allem ein bisschen was. Also man muss ehrlich sagen, ich bin mega euphorisch jetzt auf dieses Spiel und freue mich jetzt auch mega, dass es losgeht. Alles klar, super, danke dir. Gerne. Ja, so ist er nun mal, unser Roman. Ja, du hast auch 8 Jahre mit ihm zusammengespielt. Das ist nicht ganz einfach, ihn nicht mehr dabei zu haben, oder? Ja, ist schon ein bisschen komisch, weil, wie gesagt, seit 8 Jahren waren wir auch die Nachbarn in der Kabine. Jetzt habe ich da Marvin neben mir, also andere Torwart, aber ich sehe den Roman schon oft bei uns ins Gelände auch, vielleicht auch wegen Der kann es ja nicht ganz lassen wahrscheinlich. auch wegen das Spiel. Ich freue mich immer, wenn ich ihn sehe, ja. Also, nächster Termin, 7. September, darauf freuen wir uns natürlich alle. Das war's. Bistro, schön, dass du dir Zeit genommen hast, zu mir hier zu kommen. Wir drücken die Daumen morgen für das Spiel gegen Hannover. Und komm hier nicht ohne 3 Punkte wieder nach Dortmund. Das war's hier. Machen wir. Vom Feiertagsmagazin. Tschüss, macht's gut.